Wie könnten Wahlen, ich sag mal, in 100 Jahren aussehen? Könnten wir vielleicht auf Facebook oder einem anderen sozialen Netzwerk dann sein und durch Emojis beispielsweise unseren Kandidaten auswählen? Hallo zurück zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch wie immer gut soweit und heute werfen wir einen kleinen Blick zurück in die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft von Wahlen. Und genau dafür habe ich mir heute ein wenig Unterstützung mit an Bord geholt. Ihr kennt ihn vielleicht. Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Mirko Drotschmann. Hier bei YouTube bin ich als Mr. Wissen to Go unterwegs und ich freue mich sehr, hier bei diesem Video mitmachen zu können und so ein kleines bisschen zu erklären, wie das genau aussieht mit den Bundestagswahlen in diesem Jahr. Und wir wollen erst einmal damit beginnen und schauen, was Wahlen überhaupt sind. Wahlen sind erst einmal die einfachste Form von politischer Bildung. Es gibt eben ganz vielen Menschen die Möglichkeit, ohne großen Aufwand sich politisch zu engagieren. Wahlen sind dementsprechend das wirksamste Instrument der demokratischen Kontrolle. Bedeutet, die Leute wählen bestimmte Menschen, beispielsweise in Schülervertretungen, Landtagen oder eben auch für den Bundestag, die eben die eigenen Interessen vertreten. Demokratie und Wahlen, das geht praktisch miteinander einher. Und der Begriff Demokratie kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet die Herrschaft des Staatsvolkes. Ihr seht also, Wahlen sind wichtig, damit Menschen in einer Stadt, in einem Bundesland oder einem ganzen Land darüber entscheiden, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Aber Wahlen in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern unterliegen einigen Regeln. Diese Regeln nennt man übrigens Wahlgrundsätze. In Deutschland gibt es da 5 Stück. Das erste ist, dass eine Wahl allgemein sein muss. Bedeutet, alle Bürger dürfen wählen, aber können auch gewählt werden, allerdings ab einem bestimmten Alter. Der zweite Grundsatz ist, dass eine Wahl unmittelbar sein muss. Bedeutet, der Wähler wählt eine Person auf einer Wahlliste, die dann direkt ins jeweilige Parlament einzieht. Eine Wahl in Deutschland muss außerdem frei sein. Niemand darf auf den Wähler Druck ausüben, eine bestimmte Partei, einen bestimmten Abgeordneten zu wählen. Und außerdem muss man auch die Freiheit haben, nicht wählen zu dürfen. Der vierte Grundsatz ist die Gleichheit. Bedeutet, dass jede Stimme gleich viel zählt. Und der letzte Wahlgrundsatz ist, dass es geheim sein muss. Die Entscheidung des Wählers, wie der Name schon sagt, muss und darf geheim bleiben. Die ersten Wahlen fanden übrigens im antiken Griechenland und Rom statt und auch im Mittelalter, als man beispielsweise den Papst wählte. Allerdings waren das jetzt nicht Wahlen, so wie wir sie heute kennen, denn die kamen erst im frühen 17. Jahrhundert in Nordamerika und Europa zustande. In Deutschland fanden die ersten repräsentativen Wahlen im frühen 19. Jahrhundert statt, als Deutschland noch unterteilt war in diese unzähligen Einzelstaaten. Allerdings unterlagen diese Wahlen auch nicht unseren Wahlgrundsätzen von heute. Und seit 1918 dürfen übrigens auch Frauen in Deutschland wählen. In der Schweiz sah das lange Zeit allerdings ein bisschen anders aus, denn Frauen durften bis 1971 nicht wählen. In Deutschland werden Landtage und auch der Bundestag mit der sogenannten personalisierten Verhältniswahl bestimmt. Das klingt jetzt erstmal schwierig, ist aber eigentlich ganz einfach. Mit der Erststimme wählt man erstmal eine bestimmte Person eines Wahlkreises, die dann auch direkt in das jeweilige Parlament einzieht. Das ist dann sozusagen der personalisierte Teil der Wahl. Und mit der Zweitstimme wählt man dann eine Partei und deren Landesliste, die dann gleichzeitig die Aufteilung des jeweiligen Parlaments bestimmt. So, jetzt steht dieses Jahr allerdings die Bundestagswahl an und Mirko, da weißt du ein bisschen mehr. Fangen wir vielleicht mit der wichtigsten Sache an, nämlich mit dem Datum und der Frage, wann ist die Bundestagswahl eigentlich? Die ist in diesem Jahr am 24. September, ein Sonntag. Jede Bundestagswahl ist an einem Sonntag, einfach deshalb, weil man davon ausgeht, dass sonntags die meisten Menschen Zeit haben und man hat auch eine Menge Zeit. Bis 18 Uhr kann man ins Wahllokal gehen und seine Stimme abgeben. Wenn man das doch nicht schafft, weil man im Urlaub ist oder weil man den ganzen Tag arbeitet oder so, dann kann man vorher auch Briefwahl beantragen und seine Stimme per Post abgeben. Was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, ist die Frage, welche Parteien können denn überhaupt in den Bundestag reinkommen? Naja, da muss man erstmal sagen, eigentlich haben alle Parteien, die zur Wahl aufgestellt werden, eine Chance in den Bundestag zu kommen, aber ganz realistisch sind es in diesem Jahr 7 Parteien, nämlich CDU, CSU, die eine gemeinsame Fraktion bilden, SPD, Grüne, Linke, FDP und AfD. Bis auf FDP und AfD sind die Parteien auch alle schon im Bundestag drin. Die FDP ist beim letzten Mal an der 5%-Hürde gescheitert und die AfD, die ist auch beim letzten Mal an der 5%-Hürde gescheitert, war aber noch nie im Bundestag. Was ist diese 5%-Hürde? Die bedeutet ganz einfach, dass eine Partei mindestens 5% aller abgegebenen Stimmen erreichen muss, um in den Bundestag zu kommen. Das hat man eingeführt, um so ein riesiges Parteienspektrum zu verhindern, wie es das zum Beispiel in der Weimarer Republik gab. Das war dann ziemlich unübersichtlich
unübersichtlich. Deswegen hat man gesagt, okay, wir führen diese Hürde ein. Ja, aber vielleicht schaut euch dieses Video jetzt hier an und sagt, ist ja alles schön und gut, aber darf ich überhaupt wählen? Wer ist denn wahlberechtigt? Naja, das ist zumindest bei Bundestagswahlen ganz einfach. Wahlberechtigt ist jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, deutscher Staatsbürger ist und mindestens 3 Monate schon hier in Deutschland lebt. Der hat das sogenannte aktive Wahlrecht. Bei Kommunalwahlen zum Beispiel dürfen auch EU-Ausländer wählen. Unter bestimmten Umständen bei Bundestagswahlen ist das nicht möglich. Und in diesem Jahr sind das rund 61,5 Millionen Menschen, laut Auskunft des Bundeswahlleiters. Und darunter sind ungefähr 3 Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler. Wenn man sich mal so die Entwicklung anschaut, der Wahlbeteiligung bei den vergangenen Bundestagswahlen, stellt man fest, so in den 50er, 60er, 70er Jahren, da lag die Wahlbeteiligung teilweise bei fast 90%, zum Teil lag sie sogar über 90%. Inzwischen liegt sie aber gerade mal noch bei etwas über 70%, also ein starker Rückgang der Wahlbeteiligung. Vor allem junge Menschen gehen immer weniger wählen, was natürlich ein Alarmsignal ist, ein Alarmsignal für die Demokratie. Immerhin kann man feststellen, zwischen der vorletzten Bundestagswahl und der letzten Bundestagswahl ist irgendwas passiert, denn da ist die Wahlbeteiligung angestiegen. Zumindest ganz, ganz leicht und ganz minimal, aber das weckt zumindest ein kleines bisschen Hoffnung. Und um herauszufinden, wie Wahlen in der Zukunft aussehen werden, treffe ich mich nun mit dem Mainzer Politikwissenschaftler Prof. Dr. Faas. Übrigens ist er auch auf YouTube aktiv und erklärt dort sehr viel Wissenswertes rund um Wahlen und deren Forschung. Der Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Wie können denn eigentlich Wahlen in der Zukunft aussehen? Also ich weiß, in den USA gibt es schon seit längerer Zeit so Automaten, auf denen man tippen kann. Wie könnten Wahlen, ich sag mal, in 100 Jahren aussehen? Könnten wir vielleicht auf Facebook oder einem anderen sozialen Netzwerk dann sein und durch Emojis beispielsweise unseren Kandidaten auswählen? Wer weiß, ob es in 100 Jahren auf Facebook gibt. Vielleicht können wir das alle am Auge ablesen, was die Person denkt. Also Automaten sind natürlich, oder generell muss man sagen, da haben wir einfach einen Zielkonflikt. Wir wollen natürlich eine sichere Wahl, wir wollen auch eine geheime Wahl. Facebook ist jetzt ein eher öffentliches, auch durchaus an Daten des Individuums interessiertes Unternehmen. Also da kommen wir einfach in bestimmte Spannungsverhältnisse. Aber richtig ist auch, dass dieser sehr formalisierte Akt mit Briefumschlägen, bei der Briefwahl muss ich das dann nochmal in einen anderen Briefumschlag stecken, das wirkt nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Und wir sehen in baltischen Staaten etwa durchaus auch Wege hin zu E-Voting, dass ich das also zumindest mal online machen kann. Also dass man sozusagen kein Brief mehr schickt, sondern einfach per Mail oder sonst irgendwie. Genau, also da gibt es durchaus Bewegungen in die Richtung, aber was eben immer sichergestellt sein muss, ich muss wissen, dass Sie die Stimme abgegeben haben, aber ich darf eben nicht wissen, was Sie abgestimmt haben. Und das ist sozusagen elektronisch ganz schwer gemeinsam abzubilden. Das wird dann auf Facebook wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Da werden ein paar mehr Daten, glaube ich, gesammelt. In der Tat. Wie sehen denn aber soziale Netzwerke generell aus in Bezug auf Wahlen? Gerade jetzt Bundestagswahlen stehen ja sowieso an. Wie wichtig sind soziale Netzwerke? Also wir könnten feststellen, dass es weite Teile der Wahlbevölkerung gibt, die sich jetzt nicht brennend für Politik interessieren. Das tut immer ein bisschen weh, wenn man sich sozusagen als Politikprof tagtäglich damit beschäftigt. Aber so ist es auch und es ist auch okay. Und das schaffen natürlich neue soziale Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram, was auch immer, durchaus Möglichkeiten, denn dort sind gerade junge Menschen natürlich sehr präsent, Politik über diese Kanäle zu den Menschen hinzutragen. Allerdings braucht es immer eine gewisse eigene Motivation. Wenn ich der SPD nicht folgen will, offline, dann like ich sie auch nicht unbedingt auf Facebook. Und dann ist es für die SPD natürlich eine große Herausforderung, einfach die Menschen zu erreichen. Also da muss man vielleicht ein bisschen kreativ sein. Da reden wir auch von Paid Content, einfach Werbung könnte man sagen, die dort geschaltet wird. Aber wir können schon sehen, wenn wir die Wahlkampfbemühungen der Parteien angucken, das Budget, was in solche Kampagnen fließt, nimmt zu Lasten natürlich von anderen Wahlkampfbudgets, wenn man so will. Und wir sehen schon auch in Umfragen, dass immer mehr Leute sagen, dass sie sich eben über neue soziale Netzwerke informieren. Manchmal weiß man nicht so ganz genau, was sie damit meinen, aber diese Selbstauskunft deutet darauf hin, dass es mehr wird und darauf müssen dann natürlich auch Politiker reagieren und präsent sein. Soweit also die Einschätzungen von Prof. Dr. Faas. Wie gesagt, sein Kanal ist in der Videobeschreibung und nachher auch noch in der Endcard verlinkt. So, aber eine kleine Frage wäre da noch. Und was uns jetzt mal an dieser Stelle interessieren würde, ist, wen würdet ihr denn wählen oder wen wollt ihr wählen, falls ihr schon wahlberechtigt seid und warum?
Vielleicht habt ihr euch auch noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Schreibt gerne eure Meinungen, eure Kommentare dazu hier unter dieses Video. Ja, und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Erst einmal vielen Dank an Mirko, Mr. Wissen to Go, dass du mit dabei warst. Falls ihr ihn noch nicht kennt, und ich glaube ehrlich gesagt, dass ihr alle ihn schon kennt, dann schaut auf seinem Kanal vorbei. Der Link ist auf jeden Fall hier unten in der Videobeschreibung und nachher auch noch in der Endcard. Und außerdem auch vielen Dank an Herrn Dr. Faas. Seinen Kanal findet ihr auch in der Videobeschreibung und gleich in der Endcard. Und für mehr Videos von mir klickt einfach hier und abonniert außerdem hier bei Mr. Wissen to Go und auch bei Herrn Dr. Faas. Ich sage tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin tschüss und wählt fröhlich, irgendwie so. Bis dann, ciao.